Wie bekommst du möglichst einfach und schnell einen zweiten Reisepass? Welche Vorteile hat ein solcher? Welche Länder gibt es hier? Und in diesem ja nicht ganz einfachen, doch eher heterogenen Thema, also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Varianten und jeder Reisepass, jeder Land ist auch anders. Das schauen wir uns in den heutigen Tippvideo von Faszination Freiheit an. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ja, liebe Grüße übrigens aktuell aus der Karibik. Die werden wir heute auch nochmal sehen. Bei dem Thema Reisepässen haben die auch durchaus eine ganz interessante Position und können vielleicht auch für dich sogar interessant und spannend sein. Deswegen schön, dass du heute mit dabei bist. Wir starten erstmal mit den Vorteilen. Welche bieten denn Reisepässe insgesamt? Das eine ist natürlich ja einfaches und besseres Reisen. Also auch die deutschsprachigen Pässe, die sind ja schon sehr, sehr gut, was das Thema Reisen betrifft. Aber wenn du vielleicht auch visumsfrei nach Russland möchtest oder auch nach China, gibt es hier schon interessante Möglichkeiten. Dann auch einfach Optionen zu reisen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Fluchtmöglichkeit bei Kriegen und bei Krisen. Kann man heute ja leider nicht mehr sagen, dass es nicht mehr möglich ist. Wir könnten Ausreiseverbote sehen. In der Ukraine war das zum Beispiel der Fall. Ja, und es kann auch so sein, dass dann vielleicht der Reisepass ansonsten von ja, bestimmten Personen, also den Staat, wie das auch erlaubt, da quasi, oder dass er auch on ist, kann man einen Reisepass auch off stellen. Also das kann im Fall der Fälle durchaus einen Unterschied spielen. Dann, du hast mehr Anonymität und mehr Enteignungsschutz möglicherweise. Stell dir vor, du hast im Ausland eine Immobilie und kannst dann auch wählen, auf welchen Reisepass, dass du diese Immobilie dann anmeldest, weil du hast da 2 Staatsbürgerschaften und kannst dich dann dementsprechend auch damit ausweisen. Dann Schutz vor weltweiter Besteuerung. Nehmen wir als Beispiel, sollte Deutschland, was schon auch immer wieder mal eine Diskussion war, weltweite Besteuerung einführen, hast du die Möglichkeit, diese Staatsbürgerschaft abzugeben und dann auch mit einer anderen sozusagen weiterzumachen. Du hast weiter mehr Kontenoptionen. Das heißt, du kannst leichter dann zum Beispiel in dem Land oder auch in der Region möglicherweise Konten eröffnen. Du kannst lebenslang dort leben und wohnen, weil du bist hier ein Staatsbürger dann in diesem Land. Dann ist es ein Geschenk für Generationen. Das heißt, du kannst es auch an deine Kinder weitergeben. Auch wenn alles passt, dann können die gleich mit die Staatsbürgerschaft jetzt haben. Oder dann auch spätere Kinder und auch über Generationen hinweg können solche Reisepässe weitergegeben werden. Also jetzt nicht nur das Heute, Hier und Jetzt für dich selber zum Beispiel, sondern für die ganze Familie über Generationen hinweg. Und es gibt auch noch weitere sonstige Vorteile, können vielleicht für den einen oder anderen auch Vorteile sein. Und zwar doppelter konsularischer Schutz zum bestehenden Land hinzu, bessere Wirtschaftszugang in bestimmte Länder und Regionen und gegebenenfalls Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung etc. Ja, bevor wir uns konkrete Länder anschauen und die gängigsten Varianten, und zwar erstmal, was ist der Unterschied zwischen einer Aufenthaltsgenehmigung und einer Staatsbürgerschaft? Also quasi, wo du dann auch den Reisepass bekommst. Die Staatsbürgerschaft hat die Aufenthaltsgenehmigung, wird auf Englisch auch gern Residency genannt, bereits inklusive. Die Residency oder Aufenthaltsgenehmigung bedeutet, dass du vielleicht sogar langfristig oder für ein paar Jahre in dem Land leben darfst. Aber du hast keine Staatsbürgerschaft dort. Das heißt, du bist kein Bürger von diesem Land und hast somit auch nicht in dem Land die gleichen Rechte wie die Bürger von diesem Land. Das hast du aber mit der Staatsbürgerschaft. Deswegen sind die Hürden da auch nochmal ein gutes Stück höher erfahrungsgemäß als bei der Aufenthaltsgenehmigung bzw. Residency. Also Aufenthaltsgenehmigung und Residency bedeutet, ja, du kannst dort wohnen. Und Staatsbürgerschaft bedeutet, du bist wirklich ein Bürger des Landes, hast auch bestimmte Rechte, vielleicht auch mit der Gesundheitsversorgung und so weiter. Wir sehen uns im Wesentlichen die wichtigsten Varianten an. Es könnte auch noch sein mit Abstammung, dass du Vorfahren hast etc. Das kannst du dir dann auch anschauen. Das ist aber hoch individuell und auch viele haben diese Möglichkeit natürlich nicht. So, wir schauen uns mal die 2 wichtigsten Bereiche an, und zwar Citizenship by Residence. Also das heißt, die Staatsbürgerschaft durch Aufenthalt. Das heißt, du verbringst dort wirklich Zeit. Das heißt, du zahlst sozusagen dein Zeitkonto ein in diesem Land, um dann die Staatsbürgerschaft und den Reisepass zu bekommen. Das setzt natürlich voraus, dass die Flexibilität und den Willen und die ist das Ganze auch wirklich wert. Hier sehen wir einmal 12 Länder, die kannst du dir genauer anschauen. Das sind meines Erachtens nach die interessantesten Länder in diesem Kontext. Wir sehen hier das jeweilige Land. Du kannst das Video dann auch stoppen und dir das dann kurz anschauen. Wie viel Dauer du in dem Land verbringen musst, auch tendenziell von der Schwierigkeit her. Es ist, wie gesagt, hoch individuell mit jedem Land. Das heißt, da kannst du dann auch in die Details im Nachhinein natürlich hineingehen. Ich werde dir aber auch so meine persönlichen Favoriten auch nochmal zusammenfassen. Du siehst, wie viele Länder du visumsfrei bereisen kannst und du siehst den Visa-Index ran und einige Besonderheiten darüber hinaus.
Meine persönlichen Favoriten einmal kurz zusammengefasst. Zum einen Argentinien. Das geht doch sehr, sehr schnell für Reisepass mit Aufenthaltsgenehmigung, 2 Jahre ununterbrochener legaler Aufenthalt, von der Schwierigkeit her ziemlich einfach. Monatliches Einkommen von zum Beispiel 1.500 US-Dollar ausreichend. Musst dir aber das auch nochmal anschauen. Du brauchst natürlich auch Dokumente etc. Aber hier mal wesentlich zusammengefasst. Du brauchst Grundkenntnisse Spanisch. 170 Länder visumsfrei. Das ist sehr, sehr gut. Also bei den meisten Reisepässen liegt man da noch mal ein gutes Stück darunter. Also Argentinien ist auch einer der besten Reisepässe der Welt und auch nach Schengen, Europa etc. kannst du natürlich dann visumsfrei einreisen. Ansonsten auch doppelte Staatsbürgerschaft ist erlaubt und das CBI, merkt ihr auch gerne mal diesen Begriff, schauen wir uns da noch mal an. Und ja, übrigens am Schluss fasse ich auch noch mal einiges zusammen an dieser Stelle. Dann haben wir Paraguay mit 3 Jahren, auch sehr, sehr schnell. Also normalerweise dauert das ein gutes Stück länger. Von der Schwierigkeit her ist es auch sehr, sehr einfach, dort eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Paraguay da auch generell ein Geheimtipp. Auch hier Grundkenntnisse Spanisch, 147 Länder visumsfrei. Das ist ebenfalls sehr, sehr ordentlich. Doppelte Staatsbürgerschaft ist erlaubt. Und das Territorialprinzip, das heißt Auslandseinkünfte sind legal steuerfrei und Inlandseinkünfte werden mit gnadenlosen 10% besteuert. Also auch hier, das heißt, wenn du dort lebst, auch in dem Kontext wirklich hochinteressant und nach relativ kurzer Zeit von nur 3 Jahren, du musst übrigens mindestens 10 Monate pro Jahr in Paraguay verbringen, dann ist für dich die Staatsbürgerschaft ebenfalls eine Option. Und dann haben wir Panama mit 5 Jahren immer noch in Ordnung, auch von der Schwierigkeit her auch doch eher einfach. Hier brauchst du aber ein Investment inzwischen. Früher gab es auch mit dem Friendly Nations Visum, war es sogar auch so möglich, Aufenthaltsgenehmigung. Inzwischen ist ein Immobilieninvestment, ist aber ein interessanter Immobilienstandort. Ab 200.000 US-Dollar, optimal ab 300.000 US-Dollar mit dem Qualified Investor Visa. Da bekommst du noch was Besonderes, das werde ich am Schluss auch nochmal mit dazugeben. Brauchst hier Grundkenntnisse Spanisch, 146 Länder, ebenfalls sehr, sehr stabil. Doppelte Staatsbürgerschaft ist erlaubt und auch hier das Territorialprinzip ähnlich wie in Paraguay. Das heißt, die Auslandseinkünfte, die sind legal steuerfrei. Und dann schauen wir uns den zweiten großen Block in diesem Video an, und zwar CBI, Citizenship by Investment. Das heißt, hier brauchst du nicht deine Zeit eintauschen oder zumindest sehr, sehr wenig. Kann sein, dass du vielleicht ein bisschen Zeit im Land verbringen musst oder vielleicht ein- oder zweimal dort erscheinen musst. Aber ansonsten ist es teilweise aber sogar komplett möglich, das von zu Hause aus zu machen. Du musst aber, ja, einbringen dein Geld, ganz genau. Investment oder Spende, das sind die beiden gängigsten. Das heißt Spende, das heißt, das ist wirklich wie als Produkt, ja, ich kaufe sozusagen diesen Reisepass mit der zugrunde liegenden Dokumentation, die auch immer eingereicht werden muss, ist auch immer individuell für das jeweilige Land. Ja, oder aber als Investment, das heißt vielleicht Immobilienmarkt oder Firmengründung etc. Also gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten. Also auch die Möglichkeit, ja, damit etwas zu erarbeiten. Das ist natürlich auch interessant und spannend. Hier hat sich der Markt seit 2024 sehr, sehr stark verändert, vor allem in Europa. Da war es auch mit mehreren Ländern noch möglich, wie zum Beispiel auch in Bulgarien, in Zypern oder auch in Malta. Und jetzt ein direkter Kauf nicht mehr möglich. Es gibt aber teilweise Programme, ja, Citizenship by Merit. Also das heißt, man muss etwas einbringen, speziell je nach Regeln des Landes. Kann man sich gegebenenfalls auch anschauen. Malta bietet das inzwischen an. Da konnte man aber vorher ja für einen niedrigen siebenstelligen Betrag auch die Citizenship, also die Staatsbürgerschaft dort kaufen. Ansonsten, es gab Preiserhöhungen in der Karibik als auch in der Türkei und auch tendenziell haben wir eine verschärfte Due Diligence, das heißt, wie zum Beispiel obligatorische Interviews in der Karibik, das heißt, dass mehr durchleuchtet wird. Das ist auch eine Grundtendenz, also die Hürden werden eher höher als niedriger und auch ja, die Investments, die man einbringen muss, werden ebenfalls tendenziell eher höher. Also wir haben definitiv nicht die Tendenz, dass einige Länder das zum Beispiel eher abgesenkt haben. Hier sehen wir auch nochmal einen Überblick verschiedene Länder. Ich werde auf einige da nochmal besonders eingehen. Wir sehen diese geordnet nach Mindestinvestment aufsteigend. Du siehst hier auch, also erstmal Land, Kontinent, Mindestinvestment, Art und Weise. Dann Dauer, wie lange brauchst du circa, um die Staatsbürgerschaft zu bekommen, wie viele visumsfreie Länder und die ein oder andere Besonderheit. Und dann kannst du jetzt auch dir die verschiedenen Länder einfach kurz anschauen und auch natürlich dieses Video einfach stoppen und dann in die Tiefe reingehen. Wir sehen uns zunächst einmal die Karibikpässe an. Die sind durchaus bekannt in diesem Kontext. Da gab es ein paar Änderungen, das sehen wir uns auch an, ein sogenanntes Memorandum of Agreement, MOA, haben die Karibikländer hier abgeschlossen und sich auf ein paar Eckpunkte geeinigt, um zum Beispiel auch in der EU den Schengen-Zugang etc. zu behalten. Mindestinvestment hier inzwischen bei
mindestens 200.000 US-Dollar. Es gibt eine strenge Due Diligence mit verpflichtenden Interviews. Alle von diesem Programm erlauben doppelte Staatsbürgerschaft, keine Sprachtests erforderlich und es soll eine Mindestaufenthaltsdauer kommen, die aktuell aber noch nicht gilt, aber jederzeit kommen kann. Wenn du es also möglichst auch von zu Hause aus und möglichst ohne Reisen machen möchtest, dann ist jetzt noch ein guter Zeitpunkt. Das macht es natürlich noch interessanter und lukrativer. Schauen wir uns die kurz an, vom Profil her, so mal wodurch die einzelnen Pässe hervorstechen. St. Kitts und Nevis ist sozusagen der Pionier, ist auch von den Ländern her, hat auch ein paar Länder mehr, ist auch der stärkste Karibikpass. Hat auch die beste Reputation, kann man durchaus sagen. Dann haben wir Dominica, ist die günstigste für Einzelpersonen. Wenn du Antigua und Barbuda nimmst, dann auch als Familie vielleicht sehr interessant, weil da bekommst du eine vierköpfige Familie für 230.000 US-Dollar unter. Dann Santa Lucia, wenn du möchtest, auch eine Staatsanleihenoption, optional. Und mit Grenada hast du auch einfach das US-E2-Visum und kommst nach China visumsfrei. Also du merkst, die haben schon auch ihre Feinheiten und Unterschiede. Deswegen ist es auch immer wichtig, sich dazu beraten zu lassen. Dann gehen wir nach Afrika. Das ist also hier, wenn du sagst, ich möchte es möglichst günstig haben. São Tomé und Príncipe dann auf jeden Fall anschauen. Das günstigste weltweit und komplett von zu Hause aus abwickelbar. Mit Sierra Leone hast du einen Tick mehr, aber hast auch mehr Investmentcharakter. Ist an der Stelle erwähnt, dass es auch Ägypten und Jordanien gibt. Aber ich glaube, diese arabischen Länder dürften für die wenigsten interessant sein. Von Preis-Leistung her gibt es definitiv bessere Optionen, vor allem auch für das Thema Reisefreiheit, was natürlich auch bei der Staatsbürgerschaft und Reisepässen eine wichtige Rolle spielt. Dann haben wir auch Ozeanien mit dabei und einige Länder, ja, die meisten vermutlich nicht so auf dem Schirm haben, teilweise auch gar nicht kennen, ist ein bisschen neutraler, als wenn du einen afrikanischen Reisepass hast, ist auch von der Reisefreiheit her höher, also vielleicht in dem Kontext etwas empfehlenswerter als die afrikanischen Länder. Also hast zumindest mehr Reisefreiheit, vor allem im asiatischen, pazifischen Raum. Kannst du übrigens ebenfalls von zu Hause aus machen und auch nur innerhalb von ein paar Monaten. Und hier haben wir Vanuatu und Nauru. Dann geht es weiter nach Lateinamerika. Hier ist erwähnt El Salvador. Hier die Besonderheit. Es war also auch relativ hoch mit der Spende. 1 Million wird das für die wenigsten interessant sein. Aber ja, wenn man jetzt im Kryptobereich einiges hat, könnte es möglicherweise eine spannende Option sein, weil man es eben komplett mit Krypto bezahlen kann. Und dann haben wir Argentinien, die sollen im zweiten Halbjahr ein eigenes CBI-Programm also herausbringen mit Investment. Es wird gemunkelt, dass es sein könnte, also konjunktiv, 500.000 US-Dollar und das auch Immobilien dann hier gelten könnte, dann könnte das wirklich ein extrem spannendes Programm sein, weil man also quasi keine Spende, keine direkten Ausgaben hat, sondern wirklich etwas auch für den Gegenwert bekommt. Einen sehr, sehr wertigen Reisepass, der in den Top 20 weltweit ist. Also das könnte sozusagen von 0 auf 100 bei den CBI-Programmen ganz nach vorne schießen. Und dann haben wir noch Panama. Ich hatte schon eine Sache angedeutet, und zwar, dass die einen Reisepass anbieten, aber nicht Staatsbürgerschaft, ab einem Investment von mindestens 300.000 US-Dollar in den Immobilienmarkt. Das heißt, man bekommt einen Reisepass, aber das heißt, du bist dann kein panamenischer Staatsbürger. Und das kann übrigens von den ganzen Vorteilen, die ich am Anfang genannt hatte, möglicherweise einen Unterschied machen, wenn jetzt dann zum Beispiel weltweite Besteuerung in deinem Land kommen sollte. Ja, dann hast du aber mit diesem Reisepass trotzdem immer noch die jeweilige Staatsbürgerschaft deines Landes. Also das muss dir dann klar sein, aber du hast also einen echten Reisepass. Aber, wie gesagt, keine Staatsbürgerschaft. Also auch da gibt es Nuancen und durchaus Unterschiede. Wenn ich jetzt das nochmal zusammenfassen darf, dann haben wir ja hier, wenn du sagst, es muss auf jeden Fall möglichst günstig sein, dann wirf einen Blick auf die afrikanischen Länder beziehungsweise auch noch auf Ozeanien. Wenn du sagst, ich möchte auf jeden Fall auch nach Schengen und es darf dann auch ein bisschen mehr sein, also über 200.000 US-Dollar, dann sind die karibischen Länder durchaus interessant. Wenn du sagst, nee, ich möchte aber konkret investieren, das passt an meinen Geldbeutel und das ist an dieser Stelle hier auch noch erwähnt, und zwar die Türkei, dass du ab 400.000 Dollar in Immobilien auch die Möglichkeit, den Reisepass zu bekommen. Ja, aber dann gegebenenfalls noch ein bisschen warten, mal sehen, was in Argentinien passiert. Ich hoffe, es war interessant und spannend. Man merkt, ja, es ist ein sehr interessantes Thema, sehr vielschichtig, auch sehr unterschiedlich. Die Länder sind auch individuell, also ganz unterschiedlich. Deswegen am besten auch beraten lassen. Wir hatten übrigens dazu, haben wir auch in unserem VIP-Club-Bereich einen professionellen Dienstleister, die sich darauf fokussieren. Das hatten wir auch sogar jetzt diese Woche einen speziellen Vortrag dazu, wo wir noch intensiver dort hineingegangen sind. Ja, also gerne teilen, liken, kommentieren.
Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Freitag wiedersehen. Die Tippserie gibt es ja schon seit jetzt inzwischen fast exakt 10 Jahren. Jede Woche ein neues Tippvideo. Ja, und ich freue mich drauf, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Am besten auch unser Tippverteiler eintragen. Da siehst du mal alle Themen, auch weil es gibt ja viel mehr Themen als nur dieses Tippvideo in unserer bunten Community. Ganz liebe Grüße hier aktuell aus der Karibik. Bis nächsten Freitag, dein Thorsten Wittmann.